Von der SPD blicken wir auf die AfD. Die hat heute Vormittag schon getagt. Bei mir im Studio Friedrich Schindler. Er ist Weltpolitikredakteur. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und das war schon interessant. Die AfD zum ersten Mal in neuer Fraktionsstärke, fast verdoppelt, meldet auch Ansprüche an im neuen Bundestag. 152 Abgeordnete sind da jetzt. Aber zunächst mal hat vor der Sitzung nicht jeder seinen Platz sicher. Warum nicht? Also es wurde in den vergangenen Wochen schon intern kontrovers diskutiert über die Aufnahme von 2 Mitgliedern. Das ist zum einen Matthias Helfferich aus Nordrhein-Westfalen, der über die Landesliste sicher war. Er hatte der Listenplatz 6. Bei dem hatte man sich in der vergangenen Legislatur dagegen entschieden, ihn aufzunehmen. Und dann war noch Maximilian Krah da, der ja Europaspitzenkandidat war im vergangenen Jahr und jetzt ein Direktmandat gewonnen hat im Chemnitzer Umland mit über 44%. Da waren sich einige nicht sicher, ob die beiden tatsächlich in ihrer Fraktion dabei haben wollen. Aber heute wurden sie dann ohne Widerspruch aufgenommen. Also sie sind Teil der neuen Fraktion. Gab es eine große Diskussion, auch letztes Jahr Maximilian Krah drüber, haben wir natürlich hier drüber berichtet. Aber selbst parteiintern gelten beide umstrittenen Politiker als ultrarechts. Du hast ein bisschen mehr recherchiert über die beiden. Was wird Ihnen denn da vorgeworfen? Also Matthias Helfferich werden vor allem Chatnachrichten aus den Jahren 2016 und 2017 vorgeworfen. Über die habe ich auch schon vor Jahren berichtet, die liegen mir auch vor. Da geht es zum einen um diese sehr bekannte Äußerung, in der sich Helfferich selbst als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Da behauptet er, das sei nur eine Persiflierung von einer Fremdzuschreibung gewesen. Aber tatsächlich sind da noch sehr viel mehr positive Bezüge auf den Nationalsozialismus drin in diesen Nachrichten. Also er schreibt auch, er würde den demokratischen Freisler geben. Also Freisler, ja der Präsident des NS-Volksgerichtshofs. Und Helfferich hat dazu noch ein Video geteilt an einen Parteifreund, in dem man sieht, wie Freisler einem NS-Widerstandskämpfer gegenübersteht und diesen als schäbigen Lump bezeichnet. Dann waren noch Nachrichten in Bezug auf Lebensborn, den SS-Verein, der sozusagen arsche Kinder produzieren wollte. Also zahlreiche Anspielungen, wirklich noch ein positiver Bezug auf ein Hitler-Zitat. Das zum einen, dann gab es im vergangenen Jahr, hat Helfferich eine Grafik geteilt, da heißt es raus mit den Viechern und hat dazu geschrieben Super und Remigration. Also hier wird ihm da auch eine Entmenschlichung von Migranten vorgeworfen. Der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen sagt, den wollen wir aus der Partei ausschließen. Die Bundestagsfraktion hat ihn jetzt aufgenommen, im Gegensatz eben zur vergangenen Legislatur. Und Maximilian Krah, wenn ich dazu noch kurz sagen darf, ist ja auch mit umstrittenen Äußerungen natürlich aufgefallen. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, sagt er immer wieder mit völliger Ausblendung ja auch der Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus. Er hat auf die Frage, ob SS-Offiziere grundsätzlich dann Verbrecher seien, die hat er verneint. Und deswegen haben Rechtsaußenparteien aus Europa, aus Frankreich und Italien gesagt, die sind uns zu radikal, haben mit der AfD gebrochen. Und Maximilian Krah musste damals aus dem Bundesvorstand zurückziehen, konnte dann als Spitzenkandidat im Wahlkampf nicht mehr auftreten. Und auch er ist jetzt aber Teil der Fraktion. Und was sagt das jetzt über diese neu gegründete AfD-Fraktion aus? Über 20% der Deutschen haben die AfD gewählt. Und viele von sich sagen, wir sind keine Nazis, wir sind nicht rechts. Und jetzt kommen 2 solche Männer ohne jegliche Diskussion eigentlich durch, oder? Genau, also natürlich ist es auch so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass alle AfD-Wähler irgendwie rechtsextrem seien. Das wäre sicherlich Quatsch. Aber viele Protagonisten in dieser Partei sind rechtsextrem. Es ist eine in relevanten Teilen rechtsextreme Partei, die diese Wähler gewählt haben und die auch zum Beispiel eben jetzt Matthias Helfferich eben erneut in den Bundestag gewählt haben. Und ich würde sagen, es lässt sich eine unaufhaltsame Radikalisierung der Partei daran erkennen, denn nach 2021 hatte man sich ja noch gegen Helfferich entschieden. Der war als fraktionsloser Abgeordneter, ist jetzt auch in der vergangenen Legislatur immer mit besonders radikalen Reden aufgefallen. Er hat es dann mehrfach versucht, in die Fraktion zu kommen, wurde aber immer abgelehnt. Also er hat nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit in der Fraktion zumindest nicht erreicht. Und jetzt gibt es eben keine Diskussionen mehr darüber, obwohl die Parteifreunde in NRW sagen, diese Person möchten wir gerne aus der Partei werfen. Es läuft gerade ein Ausschlussverfahren. In dem Ausschlussverfahren heißt es, da wirft der NRW-Landesvorstand Matthias Helfferich vor, an die finstersten Kapitel der deutschen Geschichte und der Menschheitsgeschichte zu erinnern. Sie sagen, Helfferich würde eine Außerlandesbringung deutscher Staatsbürger
mit Migrationshintergrund fordern. Helfferich weist das alles zurück, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass das eben der Vorstand in NRW sagt. Die Bundestagsfraktion, da hat sich heute tatsächlich niemand getraut, Widerspruch einzulegen. Es gibt zwar kritische Stimmen, aber offenbar haben die gedacht, da finden wir heute gar keine Mehrheit dafür. Es gab überhaupt keine Diskussion über die Aufnahme, es gab auch keine Abstimmung. Es hätten 1/10 der Teilnehmer hätten sich sozusagen zu Wort melden müssen. Ist aber nicht passiert. Ohne Widerspruch wurde auch Matthias Helfferich in die neue Fraktion der AfD aufgenommen. Schauen wir mal, ob die Diskussion dennoch nicht weitergeht, gerade auch im NRW-Landesverband. Danke dir, Frederik, für die Einordnung und all die Informationen hier bei uns. Gerne.